Hallo liebe Hühnerfreunde! Eine meiner Steinpipperlhennen ist gerade im Mutterglück und ich nehme das zum Anlass für ein ausführliches Naturbrut-Spezialvideo. Vor einigen Wochen habe ich euch ja die Kunstbrut im Detail vorgestellt, aber wie ihr sehen könnt, ist die Naturbrut nochmal um einiges emotionaler und einfach nochmal um einiges schöner anzusehen. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Wenn eine Henne so angriffslustig ist, wie ihr hier gerade gesehen habt, könnt ihr davon ausgehen, dass die Henne gerne brüten möchte. Zusätzlich wird sie meistens auch noch Gluckgeräusche von sich geben. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr in der Nacht in den Stall schauen und wenn die Henne dann noch immer im Nest sitzt, könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Ich habe meine Kandidatin gefunden, werde die Henne aber in einem eigenen Stall separieren. Dieses Umsetzen in einen anderen Stall oder in ein anderes Nest solltet ihr in der Nacht machen, da hier die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie das Nest am nächsten Tag wieder annimmt. Das hat in meinem Fall super geklappt und ich gebe jetzt 4 Bruteier meiner schwedischen Blumenhühner. Vorweg möchte ich noch erwähnen, dass das hier erst meine 3. Naturbrut ist. Ich bin also auf keinen Fall ein Profi. Ich möchte euch hier nur an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Wie immer gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, die Naturbrut durchzuführen. Sobald ihr der Glucke die befruchteten Bruteier gegeben habt, könnt ihr euch im Normalfall 18 Tage zurücklehnen. Die Glucke benötigt jetzt nur täglich frisches Wasser und natürlich genug Futter. Hin und wieder ein Sandbad wäre natürlich auch von Vorteil. Die meisten Glucken erledigen das aber von selbst. Wenn ihr eine Glucke habt, die hartnäckig am Nest sitzen bleibt und ihr seht, die geht tagelang nicht runter, könnt ihr sie auch mal ins Sandbad setzen, zum Futter setzen oder zum Wasser setzen, um sie so zu animieren. 2 Tage später gebe ich der Glucke noch 2 Steinpipperleier. Bei manchen Zwerghuhnrassen müsst ihr aufpassen, die schlüpfen schon nach 19 Tagen. Und hier empfehle ich euch, diese später dazuzulegen, damit der Schlupf möglichst gleichzeitig passiert. Diese Entschlossenheit ist für mich der absolute Wahnsinn. Man muss sich das mal vorstellen, 21 Tage am Tag und in der Nacht so da zu sitzen, das ist schon sehr beeindruckend. Nach circa einer Woche hat sich dann eine zweite Glucke gefunden. Und ich dachte mir, das kann ich gleich nutzen, um euch 2 Möglichkeiten zu zeigen. Einerseits die Glucke zu separieren, damit sie ihre Ruhe hat, und andererseits eine Glucke, die im Stall bleibt, bei der Gruppe, und hier die Unterschiede zu sehen. Wie entwickeln sich die Küken, wenn sie von Anfang an bei der Gruppe bleiben? Wie läuft die Integration der anderen Küken, die separiert aufgewachsen sind? All das werde ich für euch testen und das sehen wir dann im zweiten Teil. Hier bereite ich gerade das Nest vor und die Glucke bekommt 6 Blumenhuhnbruteier. Wenn eure Henne bei der Gruppe brütet, ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr die Bruteier markiert, da die anderen Hennen natürlich sehr gerne ihre Eier dazulegen. Diese Eier solltet ihr aber spätestens alle 2 Tage entfernen. Vorab kann ich schon mal sagen, die Henne zu separieren hat sicher ihre Vorteile. Die zukünftige Mama hat einfach weniger Stress, mehr Ruhe, es kommen nicht ständig irgendwelche Hennen vorbei, wollen ein Ei dazulegen. Und hier sehen wir jetzt, wie die neue Glucke das vorbereitete Nest wieder annimmt. Das ist auch immer sehr schön anzusehen, wie sie sich das Nest zurechtrichtet und jedes Ei in die richtige Position schiebt. Im Schnelldurchlauf sehen wir jetzt, wie lange es dauert, bis die Glucke wieder ihre Ruhe hat. Ein Kontrollgang ist immer in der Nacht oder in der Dämmerung zu empfehlen, da ihr so die Glucken am wenigsten stört. Auch das Schieren solltet ihr in der Nacht durchführen. Schieren ist überhaupt ein wichtiger Punkt. Ich würde das nach circa einer Woche machen, kommt natürlich auch auf die Eier drauf an. Bei Maranseiern kann es auch sein, dass ihr nichts seht oder erst nach 10 Tagen was seht. Aber bei allen hellen Eiern sieht man meistens nach 7 Tagen schon sehr gut, ob ein Ei befruchtet ist oder eben nicht. Unbefruchtete oder abgestorbene Eier würde ich der Henne wegnehmen. Am nächsten Morgen habe ich dann eine der Glucken im Sandbad gefunden. Das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um das Nest zu kontrollieren. In dem Zug habe ich auch gleich etwas Schmutz an den Eiern gefunden. Das kann natürlich immer vorkommen. Ich würde diese grob reinigen, aber nicht irgendwie desinfizieren oder waschen. Nun kommen wir wieder zur separierten Glucke.
Hier ist Tag 18 erreicht und ich bereite jetzt den Stall für den Schlupf vor. Den Pferdetrog finde ich als Brutnest grundsätzlich gut geeignet, aber für den Schlupf habe ich etwas Sorge, dass die Küken nicht aus diesem Nest herauskommen. Diesen Wechsel kann man theoretisch auch nach dem Schlupf machen, da die Küken die ersten 24 bis 48 Stunden sich sowieso vom Dottersack ernähren. Jetzt bereite ich das Nest möglichst an derselben Stelle vor und meine Reinigung hat die Glucke gleich genutzt, um Kraft und Energie für die letzten 3 Tage zu sammeln. Die Eier habe ich wieder ganz behutsam ins Nest gelegt und auch das frische Wasser und das frische Futter habe ich wieder alles vorbereitet. Jetzt wieder sehr schön anzusehen, wie sich die Glucke das Nest wieder vorbereitet, alle Eier zurechtlegt. Ein Nestwechsel ist immer etwas gefährlich. Im Nachhinein hätte ich vielleicht von Anfang an das Nest so vorbereiten sollen, um einen Wechsel zu vermeiden. Zum Glück ist bei mir aber grundsätzlich alles gut gegangen. Du machst das super. Etwas Aufmunterung zwischendurch kann ja nicht schaden. 3 Tage vor dem Schlupf habe ich mich dann auch an die Vorbereitung des Außengeheges gemacht. Vorerst ist mir der Schutz der Kleinen wichtig. Pflanzen, Versteckmöglichkeiten und Klettermöglichkeiten werde ich dann später einbauen. Diese Eulenattrappe soll als Abschreckung für die Greifvögel dienen. Zusätzlich habe ich auch noch Seile in alle Richtungen gespannt. Ihr wisst vielleicht, von den Geflügelnetzen halte ich persönlich nicht viel, da sie in meiner Region im Winter nur Probleme machen. Da habe ich mit diesem Seil bessere Erfahrungen gemacht und dieses kann ich auch viel leichter wieder entfernen. Dann habe ich mich auch noch auf die Suche begeben nach einem mobilen Zaun, der sehr engmaschig ist, damit die Kleinen am Tag auch von der Seite geschützt sind. Die Hühnerleiter habe ich extra breit gebaut und unterm Stall haben sie die Möglichkeit, in Deckung zu gehen, sich vor der Sonne zu schützen. Ein kleines Sandbad darf natürlich auch nicht fehlen. Nun ist Tag 21 erreicht, man sieht auch schon das erste große Loch und die Glucke hat 3 der Eier zur Seite geschoben. Ich war mir am Anfang nicht sicher, was ich machen soll, aber ich habe das Gefühl, sie weiß schon, was sie tut. Sie macht das vielleicht, um zu planen, damit die Küken gleichzeitig schlüpfen. Ich denke mir halt, man soll da etwas Vertrauen in die Natur haben. Im Endeffekt ist es dann leider nicht sehr gut ausgegangen. Von den 6 Eiern sind nur 3 geschlüpft, 2 der Blumenhühner und eines der Steinpipperl. Die weiteren 3 Eier habe ich dann noch weiter beobachtet, aber nach guten 2 Tagen habe ich sie dann entfernt. Ich habe die Eier dann auch geöffnet, es waren alle 3 relativ gut entwickelt, aber leider abgestorben. Über die Gründe kann ich in dem Fall nur mutmaßen. Ich werde das auf jeden Fall bei den nächsten Naturbruten weiter beobachten, weiter dazulernen und erfreue mich jetzt einfach an den 3 geschlüpften Küken und sehe das Ganze positiv. Falls ihr das Ganze nur hobbymäßig und nur einmal im Jahr macht, würde ich euch empfehlen, die Eier nicht zu öffnen. Es ist kein schöner Anblick und es verdirbt einem den ganzen Tag. Aber das ist natürlich eure Entscheidung. Ich hatte es auch schon mal, dass ein geschlüpftes Küken nicht von selber gehen konnte. Die Glucke hat das Küken dann einfach auf der Seite liegen lassen. Ich dachte mir, ich rette es, habe es in den Inkubator getan, habe es 2 Tage versorgt und gehegt und im Endeffekt konnte es nach 2 Tagen noch immer nicht gehen. Das heißt, ich hätte eigentlich Vertrauen haben sollen in die Glucke, die hat schon gewusst, was sie tut. Ich habe quasi das Leben nur um 2 Tage verlängert und musste das Kleine dann, dadurch, dass es nicht gehen konnte, erlösen. Mit solchen negativen Aspekten solltet ihr auch rechnen, wenn ihr die Naturbrut oder auch die Kunstbrut startet. Nun aber wieder zum Positiven. Es ist unglaublich schön, beruhigend und entspannend, der jungen Mutter mit den kleinen Babys zuzuschauen. Wichtig ist wieder, ein passendes Trinkgefäß für die Küken bereitzustellen, damit diese nicht in einer zum Beispiel Schale ertrinken können. Dann ist auch noch Kükenfutter wichtig. Das Kükenfutter kann die ersten paar Wochen die Mama genauso mitessen, da sie in der Phase sowieso keine Eier legt. Und nach circa 4 Tagen bekommen sie von mir auch schon Mehlwürmer. Das ist auch immer ein Highlight, erstens für die Glucke und natürlich auch für die Küken. Ein weiterer Futtertipp ist dann zum Beispiel noch Blaumohn. Dieser ist gut für die Verdauung. Und Grünfutter gebe ich dann erst nach circa einer Woche dazu. Falls ihr euch fragt, wie ihr an gute Bruteier kommt, dieses Thema habe ich ziemlich detailliert erklärt im Kükenglück Spezial Kunstbrot Video. Ich verlinke euch das Video am Ende dieses Videos und im Beschreibungstext.
Im zweiten Teil seht ihr dann, wie es dieser Glucke im großen Stall bei der Gruppe ergangen ist. Und witzigerweise hat sich auch schon eine dritte Glucke dazu gesellt. Mal sehen, ob ich die auch noch brüten lasse. Weiters werden wir gemeinsam beobachten, wie sich die Küken in den ersten Wochen entwickeln. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!